let you go, can I get a kiss goodnight, baby? Before I let you go, can I get a kiss goodnight, baby? Before I let you go, can I get a kiss goodnight, baby? Before I let you go. Freunde, juhu! Wer hätte es gedacht? Unser erster Vlog, professionell wird das auf jeden Fall nicht. Man munkelt, ich wollte schon im Zug anfangen, habe ich vergessen. Wir haben auch schon den ganzen Tag irgendwie verbracht, Sachen gemacht, geshoppt, man kennt es. Jetzt sitzen wir hier. Ich habe jetzt gerade, oh Gott, das ist jetzt Dead by Daylight. Moment, ich switch das Ganze mal. Hogwarts, es lädt schon runter. Hier, Hogwarts sehen wir für den Stream. Freitag, heute zocke ich bei Anka. Ja, ich versuche euch mal so ein bisschen zu updaten. Ich war eine Woche in der Heimat und dann dachte ich mir so, jo, ich guck mal bei Anka vorbei. Also bin ich hier. Sag du auch mal was. Yeah! Ich find's cool. Jetzt bin ich hier übers Wochenende. Hogwarts Freitag wird natürlich nicht verschoben. Freunde, den gibt's auch hier. Ja. Und ja, ich versuche, so gut es geht, für euch mitzuvloggen. Ich möchte mal ganz kurz meine kalten Nägel festhalten. Wir bereiten uns jetzt auf den Stream vor. Ich hoffe, wir sehen euch alle. Ja. Und ja, wir hören uns in der nächsten Sequenz. Tschüssi, bis dann. Bis später. Wollt ihr sehen, was ich eigentlich aus Schweden mit? Nee, Alter. Am Freitag. Es musste sein, okay? Ramona wird sogar, die hat Hintergrundwissen dazu. Was ist es denn? Ich weiß mal, oh Gott. Let's go. Sieht man das? Ja. Hast du tatsächlich gekauft? Ja, ich muss. Hat sie mir geschenkt? Nachdem Ich hab gesagt, du sollst der Akka deswegen, ja. Das ist voll weich, Alter, hier. Und der piept das. Hallo, Freunde. Oh, warte mal. Hallo, Freunde, ich bin auch da. Jetzt muss man den Stream zensieren. Das kann ich noch nicht so hochladen. Ach, guck mal, da sind Beine unten dran. Was ist das denn? Der nächste Tag. Freunde, Alter, Laura und Anka in Berlin City unterwegs. Wir suchen gerade den Buchladen unseres Vertrauens. Oh, super auch. Da sind wir. Anka ist die Wegleiterin. Sie ist dezent verwirrt, wie ihr sehen könnt. Ich hoffe, ihr könnt uns gut hören. Ihr seht, sie ist sehr konzentriert. Wir haben hier, ich zeige es euch mal, Freunde. Oh, ich kann es euch nicht zeigen. Ich kann die Kamera nicht drehen. Ich kann mich aber umdrehen. Alexanderplatz, wenn ihr das sehen könnt. Musik ist ja auch schon am Start. Alles supi. Okay, wir gehen doch da lang. Alter, egal. Ja, ein Buchladen unseres Vertrauens. Ich werde euch danach natürlich auch noch klar ein Haul geben, wenn wir schon mal hier sind. Ich filme auch ein paar Eindrücke für euch mit. Ich hoffe mal, dass ich es nicht vergessen werde. Und dass wir tolle Sachen erleben werden. Wir versuchen euch mitzunehmen. Ich muss immer noch ein bisschen aufpassen, wo ich hinlaufe. Aber das ist Tag 2 von Laura und Anka zusammen. Bis später, Freunde. Freunde, erstens möchte ich anmerken, es ist so warm in Berlin. Mir ist so warm, ich musste hier direkt erstmal in meine Bluse, ja? Zweitens, oh, wo ist jetzt hin? Hier. Zweitens, saugefährlich hier. Wir wären fast überfahren worden gerade. Anka rennt über die Straße. Sie hat ohne Scheiß, sie hat Mami geschrien, rennt über die Straße. Und so ein DHL-Auto hupt sie halt einfach mal an. Ja, jetzt weiß ich auch, warum ich nicht so oft nach Berlin in der Mitte fahre. Ja, ich brauche halt meine Bücher. Prioritäten setzen muss auch da sein. Ja. Wir waren im Buchladen unseres Vertrauens, haben alles bekommen und jetzt sind wir shoppen mit Mama Anka. Freunde, Anka ist ganz hin und weg. Wir sind bei Starbucks. Warte mal. Was trägst du? Ein Latte. Sie ist ganz hin und weg. Sie muss direkt mal Fotos machen. Macchiato. Ja. Wir haben sogar deinen Namen richtig geschrieben. Und ich trinke einen Eis Matcha Latte. Taste-Test, Anka. Mach mal Taste-Test. Heiß. Scheiße heiß. Aber lecker. Oh ja, warte. Taste-Test. Alter, ist das heiß. Geil, das ist ein guter Matcha. Gefällt uns.
Warum zeige ich eigentlich immer Daumen hoch? Das ist so, weil ich immer nicht weiß, was ich sagen soll. Naja, wir melden uns auf jeden Fall später. Wir genießen jetzt unseren Kaffee. Will be alright. She told me that the groove is mine. It'll take us through the night. And where I go, I can't explain. I'll never know. You can't take this away from me. The way I hit the melody, okay. The way it brings the clarity, oh yeah. Ramona freut sich auf jeden Fall, dass wir ihr gerade berichtet haben, dass wir einen Vlog starten. Das finde ich super toll. Da sind auch wir zwei. Ramona, du bist live on air, du bist in unserem Vlog. Freunde, ihr kennt ja Ankas Lache. Wir lieben ja alle Ankas Lache. Ich habe ja gerade was erzählt. Die fand das so lustig, hat so laut losgelacht. Alle Leute auf diesem Bahnsteig haben sich umgedreht und haben dann selber angefangen zu lachen, weil sie so gelacht hat. Sagte so, in Berlin wäre das keinem aufgefallen. Hier dreht sich jeder um, Alter, wenn was passiert. Definitiv, ja. Ihr wisst ja, sie kommt nicht direkt aus Berlin. Jetzt geht's auf jeden Fall nach Hause. Wir laden jetzt gleich noch eine Story für euch hoch. Das ist dem YouTube-Video auch egal, aber wir laden jetzt trotzdem gleich eine Story für euch hoch. Heute, 20 Uhr, vielleicht später, also 20:30 mal gucken. Zu Hause wird erstmal Essen gemacht. Dann nehme ich euch mit. Gestern, ich habe das vergessen euch zu erzählen, gab es schwedische Küche. Es gab Korvstroganoff, nennen wir das. Und das war richtig geil. Anka, was sagst du dazu? Ich fand's auch lecker. Ja, war so lecker, ne? Ja. Das war Reis und dann einfach, quasi, ich habe jetzt Stadtwurst genommen. Wie nennt man das hier? Fleischwurst. Fleischwurst, Entschuldigung. In Schweden benutzt man da eigentlich so ein bisschen was anderes, aber es kommt im Endeffekt dasselbe hinaus. Das brätst du dann einfach mit Zwiebeln an. Dann kommt da Tomatenmark mit rein, das brätst du dann auch kurz an. Und dann schön mit, was ihr halt da habt, Sahne auffüllen oder Kochcreme oder ich habe jetzt Creme Fin genommen. Sau lecker, ja. Ja, ist richtig geil. Und das dann mit Reis. Das könnt ihr auch mit Nudeln essen. Von dem her, ja, alles gut. Ich nehme auch aber bei Ankas Essen mit. Mami bekocht mich. Freunde, kurzes Zwischenupdate. Mama Anka bekocht mich gerade da hinten. Wie geht's da hinten so, Anka? Jo, läuft. Jetzt mache ich schon wieder den hier. Das ist ja ganz schlimm. Ich habe schon wieder den hier gemacht. Was gibt's heute nochmal? Wie heißt das? Ja, das ist kein speziellen Namen, aber dazu gibt es Nudeln und dann mit Melee-Soße. Kann man auch mit Brunch machen. Alles klar, ihr wisst Bescheid. Ich gebe euch danach einen Taste-Test. Freunde, wir sind stream ready. Ich kann sagen, Ankas Essen 11 von 10 war richtig geil. Danke Mama fürs Essen. Danke mein Kind. Und Freunde, wir sind ready. Hier, warte mal, oh Gott, kann man das sehen? Ramona ist da und Daniel ist da. Und gleich geht's auf jeden Fall los. Wir sind schon gespannt, wir freuen uns schon. Hoffe, ihr habt jetzt dann Spaß. Die einen oder anderen, die sich das Video jetzt angucken, die werden sich auch denken, da war ich leicht dabei. Ja, ich kann ja mal, wenn ich daran denke, währenddessen kurz mal vloggen. Dann könnt ihr im Chat mal alle Hallo sagen. Und dann hören wir uns auf jeden Fall später wieder. Tschüss. Hallöchen. Wir sind hier live on air quasi und da möchte wer Hallo sagen. Das, ach Gott, ich hoffe, man sieht das jetzt nicht spiegelverkehrt und weiß ich nicht was. Ich mache mal gleich nochmal eine Sequenz, dass ihr das auch richtig seht. Wir sind gerade im Spiel quasi drin. Wir haben uns gerade noch die Landung der NASA, nicht der NASA, Artemis 2 hieß das Raumschiff, glaube ich, angeguckt. Und jetzt sind wir in Hogwarts. In Hogwarts einfach. Ich bin Harry Potter höchstpersönlich, möchte ich sagen. Eigentlich bin ich mehr auf Dracos Seite, aber... An der Stelle, schreibt mir mal in die Kommentare, welches Haus in Hogwarts seid ihr? Würde mich mal brennend interessieren. Ich bin auf jeden Fall Slytherin. Was bist du? Sie hat wieder keine Ahnung von nix. Ich würde mal sagen, dass du in Hufflepuff kommst. Freunde. Ja. Also Greta sagt, sehr geehrte Zuschauerschaft. Das finde ich ja auch geil. Ja. So, ihr kriegt jetzt gleich noch eine Sequenz, dass ihr auch den Chat sehen könnt. Und dann sind wir erstmal raus. Wir streamen jetzt erstmal für euch. Peace out. Wir machen immer die komischen Handzeichen. Was soll das? Als wären wir Rentner. Das ist ja ganz schlimm. Anke, du musst das Quiz machen. Welches Quiz? Was für ein Quiz? Ah, okay. Es gibt ein Quiz, ein Harry Potter Quiz. Achso. Wir lassen es euch wissen, nachdem Anka den Test gemacht hat.
So, wie versprochen, der Chat sagt Hallo. Grete sagt Hallo YouTube, Ramona sagt Hallo YouTube, Hallo Vlog, sehr geehrte Zuschauerschaft. Damit meinen wir euch. Genau du, der gerade dieses Video schaut. Freunde, während dem Stream möchte ich mal anmerken. Anker so, wenn ich mir schon ein ASMR-Mikro hole, dann nutze ich es auch. Ich will das mit meinem Sock. Positiv hält sich hier wirklich gerade ein. Sie macht Knister. Oder was? Ja, die Leute reden über dich. Fertig. Wie sieht das denn aus? Ach doch, das habe ich schon. Schade. Freunde, falls ihr Bock euch auf manchmal im ASMR. Stream fragt, warum ist das Knistern bei Anka immer so laut? Sie frisst quasi direkt neben dem Mikro. Was sagen Sie zu Ihrer Verteidigung, Frau Anka-Lotta? Die sind lecker. Okay. Okay. Sonntag. Freunde, Hallöchen. Unser Tag, oh Gott, Verbindung konnte nicht gefunden werden. Unser freier Tag, wir haben erstmal schön ausgepennt. Gab kurz Probleme mit meinem Flug, hat sich aber alles geklärt mittlerweile. Jetzt sind wir gerade dabei, für Mutti die PS4 und die Switch an den Computer anzuschließen, damit es dann hoffentlich bald für euch auch Streams gibt, für Disney Dreamlight Valley oder fragt der Geil was, Mario Kart, das zum Beispiel. Wir updaten euch mal, wie es weitergeht, ne? Und ja, wir sehen uns. Meine lieben Freunde, wir haben gerade es geschafft, die Switch anzuschließen. Das heißt, demnächst wird es auch für euch im Stream Mario Kart 8 Deluxe geben. Wie ihr seht, Anka ist das Ganze schon fleißig am Nee, Ausprobieren. Alter, das gibt's doch ja nicht. Ich war so jung. Sie ist voll dabei. Sie ist voll dabei mit vollem Alter. Einsatz. Lass mich in Ruhe. Sie ist voller Körpereinsatz. Das ist Oh, für mich- Alter. das ist für den Vlog- Mann, Tag. ich war so lange Dritter, ey. Ja, ich hoffe, ihr freut euch. Und wir machen hier mal weiter. RÖOV. Anka-Lotta hat einen Lachflash. Oh, mein Bauch, Alter. Geht's dir gut? Nee, Alter, Sky, ey, ehrlich mal. Kannst du mit mir noch nicht machen, ey. Alter, aufgefangen. Nee, Alter, nee. Ich kann nicht mehr. Ich spiele ja nicht. Alter, ich weiß es nicht. Alter, nee. Geil. Montag. Freunde, guck mal, wo wir sind. Oh Gott. Berlin-Tour. Und wer ist da? Der Special Guest. Geil. Geilchen ist da. Yay. Wir können eins festhalten. Es ist Montag und trotzdem voll wie Sau hier. Und ja, wir machen heute ein bisschen die Tour für euch. Ich versuche zumindest, euch mitzunehmen. Anka ist heute früh so fast gestorben, weil sie so viel getragen hat. Die war rot wie eine Tomate, habe ich sie auch noch nie gesehen. Ist auch ganz cool. Wie geht's dir jetzt? Jetzt, ich bin akklimatisiert jetzt. Akklimatisiert, finde ich gut. Jo.
Und ich will nicht sagen, aber heute gibt es nochmal Matcha und eine Latte. Ja, auf Und was auch immer der hier trinkt. Wir hören, ich mache schon wieder, das ist ganz schlimm. Das ist ganz, ganz schlimm. Immer. Immer. Es ist einfach Mit mal deinem Markenzeichen. Markenzeichen. Ja. Alter, nee. So, also wir hören es auf jeden Fall gleich nochmal. Tschüssi, ciao. Ciao, Kakao. Hauen. Läuft schon? Jo, geil. Freunde, großer Matcha, wichtig und richtig. Was hast du? Sie wieder ganz langweilig mit einem Latte, aber sie findet es sowieso geil, weil sie mal bei Starbucks ist. Ich weiß nicht, was ich noch sagen soll. Das ist einfach nur ein Update. Hier, ist geil. Probier mal nochmal dein Spinat. Ja. Ich will einfach nur mal, dass du den Leuten sagst, sagt, es schmeckt nach Spinat. Ich finde das nicht okay. Kalter Spinat, lecker. Und so, Leute, so macht man den Matcha richtig runter, Alter. Ist doch lecker. Geil. Bis später, wa? Foto, Princesa. Ein Foto, Papa. Super, la princesa. Infos zu diesem Video findest du in der Beschreibung. Auch hier findest du die Infos in der Beschreibung. Das ist perfekt für den Vlog. Nicht wir, jemand anderes hat den SOS-Button im Klo gedrückt. Wir müssen so dringend auf Klo. Tür geht nicht zu. Die Tür geht nicht zu. Jemand hier piept schon die ganze Zeit. Ich könnte heulen. Freunde, wir müssen euch erzählen, was gerade passiert ist. Anka und ich mussten so fett auf Toilette, ja? City-Klo gefunden. Ja. Dann kommt da so ein Engländer rausgelatscht. Es piept schon in dem Klo. Und dann sagt er so auf Englisch: My wife accidentally pressed the emergency button, but you just have to press it again and then it will stop. Also für die, die kein Englisch verstehen. Meine Frau hat aus Versehen den SOS-Button gedrückt. Aber wenn du da nochmal drauf drückst, dann sollte eigentlich alles gut sein. Habe ich nochmal drauf gedrückt. Es war nicht alles gut, weil wir zu lange gewartet haben. Notruf wurde gerufen. ey. Notruf wurde gerufen. Und dann, Alter, ich stehe da drin, weil wir nicht gerafft haben, was abgeht. Wie, wo, was, ne? Ich stand da in diesem City-Klo und es kommt eine ganze Klasse an Franzosen an, die alle vor der Tür standen. Ich stehe da drin, ich habe mich ihm so gefühlt. Ich war die Attraktion, ich habe mich ohne Scheiß ihm so gefühlt. Die alle gucken mich an, verstehen natürlich auch kein Englisch, weil gefühlt typisch Französisch schon wieder, verstehen kein Englisch. Alles, was ich so kann, Merde. Die ganze Gruppe an Franzosen lacht. Dann habe ich erstmal mit meinem Handy übersetzt. Einen auf, da hat gerade jemand den SOS-Button gedrückt und jetzt hier SOS quasi. Und dann alle, Dann irgendwann ging es wieder. Dann sind wir auf Klo gegangen, sind wieder rausgekommen. War immer noch Attraktion, die standen immer noch alle davor, haben gewartet. Das war wie im Film, Alter, das kannst du keinem erzählen. Und dann sind die da wieder rein. Was sie nicht wussten, dass man kurz warten muss, weil das Klo gereinigt wird. Und dann stehe ich da wieder, tippe da so auf dem Handy Französisch ein, von wegen erst reinigen, alle raus und dann kann man rein. Zeigt es dem Typen, der gerade neben mir stand, der übersetzt es für die ganze Klasse und die ganze Klasse, das ist auch wieder geil. Aber die waren so süß. Wir sind dann gegangen und ich so, au revoir. Und die ganze Klasse, au revoir.
Die waren so süß. Ja. Aber ich habe mich trotzdem gefühlt wie so ein Äffchen im Zoo. Ja, standen wir da einfach rausgekommen sind, ey. Weil wie ich da alleine drinnen stand, weil die dann noch gesagt haben, nur eine Person, dann stehe ich da alleine drin und die ganze Klasse steht da davor und guckt durch die Tür, guckt mich an. Und ich stehe da nur so und denke mir so, ja, das ist mein Ende, Alter. So gehe ich von dieser Welt. So habe ich mich gefühlt, Alter. Nee, einfach schön. Wie geil ist der bitte, Alter? Kostet auch nur 9,95. Ja. Ein Schnapper. Oh, was die geile Luft. Ja, aber die ist bestimmt schnell kaputt hier. Der Stoff ist schon schön, wasserfest. Aber der Hätte ich Angst. von einem 12 Für 10 Euro. Oh, schick ist noch. auf dem 12 Meter Horizont. Der was für die Mutti. Freunde, wir haben einfach Mama Ankas Haus gefunden. Ja, Mann. Da lebe ich quasi gerade drin. In Ruhe. In Ruhe. Da lebe ich quasi gerade drin. Geilo. Guck, das passt auch zu ihrer Jacke. Ja, genau. Sag das bitte nochmal für die Kamera. Ich fühle mich selber, als ob ich ein Touri hier rum. Nee, ey. Hier sehen Sie eine Ankalota, die sich kurz ausruht. Oh, wie fühlt sich gerade? Super entspannt. Und was hast du gerade gesehen? Was hast du gerade gesehen? Ein Pollermann hat sie gesehen da oben. Ich kenne Und Frauen mit Möpse. Aber die kommt unten noch. Ja, ich habe sie nicht gesehen. Ich sehe aber, wo denn? Da oben, ganz oben. Guck mal, da ist so Abpackung. Da sind Figuren. Ja, Von Frauen und Männern. das ist doch nackt, oder? Na, der Typ hier vorne, der ist doch wirklich. Schön. Na, guck mal. Ach, ja, nicht. Nee, ist entspannt. So lässt es leben. Freunde, Mamas Ankas Weisheit. Ja, so lässt es leben. Ehrlich. Freunde, Pandora 300 Meter, ne? Dass ihr Bescheid wisst. Freunde, da vorne, da Pandora Museum. Da müssen wir hin. Da geht's nach Pandora. Freunde, guckt mal, wo wir sind. Na? Schmeckt gut? Was isst du? Was trinkst du eher gesagt? Afka, Alter. Was trinke ich denn hier? Milkshake. Vanillemilchshake. Das ist auch lecker. Ja. Ich bin Jahrzehnte nicht mehr bei Mac gesehen. Ja, und für mich gibt's Pommes und ein McChicken Classic, weil den gibt's bei uns in Schweden einfach nicht. Gibt einfach unterschiedliches Menü dort. Deswegen ausnutzen, was noch geht. Und das Geile lässt sich ausschmecken. So Freunde, ihr hattet auch ein paar Fragen an uns. Und die erste Frage war, wie war eure Reaction, als ihr euch zum allerersten Mal gesehen habt? Also das war ja vor 3 Tagen jetzt. Und ich muss sagen, ich bin ja aus dem Zug erstmal ausgestiegen und ich habe direkt pinke Jacke gesehen. Ich so, das ist Mama Anka. Direkt dahin. Und es war für mich zumindest so, als würden wir uns jede Woche mal sehen, so zum Kaffee trinken verabreden. Also das war
gar nicht komisch oder so. Das war direkt einfach. Ja, finde ich auch. Das finde ich eigentlich auch. Ja. Dadurch, dass wir uns schon länger zumindest so kennen, etwa vertraut, sagen wir mal Ja. so. So einfach mal. Eigentlich. Freunde, sorry. So, Ich war auf jeden Fall vertraut, ja. Ich habe mich tierisch gefreut. ja, ich mich auch. Ja. Das war ganz normal. Das war, Irgendwie schon, ja. ja, das würden wir uns jede Woche einmal sehen. Ja. So. Wie kam es dazu, dass ihr zusammen streamt? Willst du das mal erzählen? Von Anfang an Weil oder ihr jetzt? rattert's gerade. Ja, oder von Anfang an Ja, war... wie kam es dazu, dass wir überhaupt zusammen streamen? Naja, also eigentlich ist es ja... Also den Kanal habe ich schon öfters. Und ja, gezockt habe ich auch schon immer sehr gerne, ne? Und dann irgendwann... Ich wollte eigentlich schon vor 10, 15 Jahren mal, aber ich habe mich immer nie getraut, weil ich immer von mir denke, das mit der Technik kriege ich nicht hin. Geht nicht. Und irgendwann kam ein Arbeitskollege, der ist auch erst Anfang 20 und der hat mir nochmal so einen Schubs, würde ich mal sagen, gegeben, ne, so diese i-Tüpfelchen, was mir gefehlt hat. Und dann habe ich angefangen halt zu sparen, weil wenn, dann wollte ich zumindest ein professionelles Equipment haben. Und genau, und dann habe ich erst alleine angefangen und habe dann mitbekommen, okay, ich laber zwar sehr viel, sehr gerne, aber nicht für mich alleine. Dann habe ich durch Zockermimi damals Mädels kennengelernt, vor allen Dingen auch Aiden zum Beispiel. Und dann bin ich in diese Dead by Daylight Gruppe gekommen. Und die Dead by Daylight Gruppe, da war ja Laura auch. Und dann haben wir erstmal nur Dead by Daylight gespielt. Und Laura war damals die erste und einzigste, die gefragt hat, ob ich mir vorstellen kann, auch andere Spiele zu spielen. Und das war ja auch nach meinem Wunsch. Weil ich wollte ja auch noch was anderes bieten. Und irgendwie ist es dann so zustande. Ja, Irgendwie gezockt und dann genau. haben wir auch ganz schnell so eine Routine entwickelt. Also Genau. eben Dienstag, Donnerstag oder Und Freitag, der Freitag Samstag. war ja einfach so. Und unser zweites Spiel nach Dead by, also wir haben jetzt zuerst immer nur Dead by Daylight gespielt und das zweite Spiel war dann Ben und Ed, Blood Party. Und dann haben wir eigentlich auch ganz schnell Forest und so gespielt. Ja, genau. Wie sieht eure Morgen- und Abendroutine aus? Ich würde jetzt mal die sagen, die wir hier zusammen hatten. Mal, Ja, ne? naja, wahrscheinlich. Also die Morgenroutine war erstmal ausschlafen. Ich bin ja auch sehr viel gereist, deswegen war ich auch echt fix und fertig, das muss ich einfach so sagen. Und dann ganz mal aufstehen. Mama Anka war immer schon in der Küche und dann gab's erstmal Frazi. Ich muss sagen, es gab eigentlich immer ein Brötchen und Marmelade für mich. Was hast du so Schönes gegessen? Lachs, ich habe mir Lachs hier gegönnt, Leute. Ja, und die Abendroutine, Freunde, wir haben zwar für euch gestreamt, deswegen, Ja. wir saßen dann halt hier. Am ersten haben wir Abend gegessen, am ersten Abend habe ich gekocht, da gab es Korv Stroganoff, ich hoffe, das spricht man richtig aus, noch an alle Schweden. Das ist ein schwedisches Gericht, ihr könnt es gerne mal googeln. Ramona kann das auch mal hier einblenden, genau hier jetzt. Und am zweiten Abend hat Mama Anka gekocht. Nudeln, also das hat jetzt keine bestimmte Bedeutung, sondern also man isst Nudeln dazu und dann nehme ich immer diese Mireille-Soße. Also früher habe ich Branch genommen, jetzt die Mireille, die ist cremiger und dann kann man da ranballern, was man möchte. Ich habe mir gemacht Gewürzgurken, also ich mache manchmal mache ich mit gehackten und manchmal, jetzt habe ich zum Beispiel Hähnchen geschnetzelt, das habe ich nochmal klein geschnitten und aber habe geil. ja mit Gurke, Champignons, manchmal mache ich mir Kapern mit drin. Ach, das ist so viel, also alles Gemüse. Und das alles zusammen und zum Schluss nochmal Tomatenmark, damit die Soße dicker wird und dann kann man mampfen. Ganz einfach. Mampf. Und dann haben wir eigentlich uns an den PC gesetzt und gestreamt. An den Tagen, an denen wir nicht gestreamt haben, da haben wir ganz ehrlich Computer ein bisschen eingerichtet. Wir haben die Switch angeschlossen. Ja. Aber das seht ihr auch schon im Clip vorher. Deswegen, das müsst ihr eigentlich schon wissen. Wer kann besser lügen? Bestimmt ich. Das weiß ich nicht. Ich sag ich, weil Anka verplappert sich dann aber mal ganz gerne. Ja, ich Das glaube, ist auch noch so lustig. Das kann man sogar im Stream nochmal nachverfolgen, in dem alten. Da sagt Sky, er ist da die Woche nicht da. Und dann sagt Ramona, sie ist irgendwie da nicht da. Irgendwas war da. Und dann hat Anka Panik geschoben und hat gemeint, hä, aber das könnt ihr doch nicht machen, weil Laura ist nächste Woche auch in ihrer Heimat. Und ich so, scheiße. Ich bin nicht in meiner Heimat. Ich hab zu tun mit, weiß ich nicht was. Dann habe ich erstmal ihr dann geschrieben, ich so, Mama, bitte, Mama Anka, reiß dich am Schlüpper. Ja, das ist, weil ich da nicht nachdenke. Aber ich dachte, hä, was ist denn jetzt los? Also ich bin sag halt ganz verpeilt. Ich sag ganz ehrlich, ich glaube, wenn es darauf ankommt, dann kann ich besser lügen. Ja, denke ich mal auch. Werdet ihr euch öfters sehen? Ne? Naja, so oft auch nicht, weil die Entfernung, aber ja, müssen wir mal gucken. Also wieder, dann, Erzähl mal von deinen Schwedenplänen. ja, in 2 Jahren, dann in 2028 will ich auf jeden Fall eine Woche erstmal zu Laura.
Ich will nämlich auch Lauras Heimat kennenlernen. Genau. So sieht es nämlich Und die aus. ist in Schweden. Genau. Ansonsten muss man halt sehen, gucken. Das nächste Mal, wenn ich vielleicht mal wieder in meiner Heimat, in meiner deutschen Heimat bin, dass ich dann vielleicht wieder einen Abstecher nach Berlin mache. Ja. Ich würde es auf jeden Fall nicht ausschließen, Nee, aber definitiv nicht. erstmal nicht. Ja. Aber wir haben ja trotzdem 4-mal die Woche Zeit. Wann Fan-Treffen? Wann Fan-Treffen? Ja, keine Ahnung. Ich habe auch schon gedacht, man müsste mal gucken, dass man mal irgendwie so eine Stadtmitte nimmt, wo alle, oder die Mitte von allem irgendwie. Oder halt Gamescom wieder. Ja, oder halt Gamescom, ja. Wart eigentlich schon Anfragen. So, ja. Wenn ihr noch mehr habt, immer gerne drin. Ihr könnt mir auch Ab in die persönlich bei Insta Kommentare. oder in die Kommentare genau. Genau. Und dann machen wir irgendwann nochmal so ein Frage-Video. Auf jeden Fall. Dingens. Auf jeden Fall. Ja, heute ist jedenfalls letzter Tag, letzte Minuten, bevor wir gleich los müssen. Gleich geht's ab. Bevor ich so zum Bahnhof bringen muss. Gleich geht's ab. Ja, die Laura macht heute wieder einen Schuh. Die 4 Tage sind so schnell vergangen. Na, total, ey. Ja, aber ich hab's genossen. War schön. Ich werde auf jeden Fall vermissen. Ja. Irgendwie komisch, aber gut. So, Freunde, wie ihr seht, es ist super windig. Das wird jetzt unser Auf Wiedersehen-Video. Ja. Wir freuen uns, dass ihr euch den ganzen Vlog angeschaut habt. Wir hoffen, es war nicht zu schlecht fürs erste Mal. Ohne Scheiß, erstes Mal. Habt Nachsicht mit uns. Ja, bitte, bitte. Wir haben unser Bestes gegeben. Wir hoffen, ihr hattet Spaß, euch hat der Vlog gefallen. Ihr habt so ein paar Eindrücke bekommen von Mama ankommen. Ja. Und ja, wir hoffen, ihr habt auch einen wunderschönen Morgen, Mittag, Abend, wann auch immer ihr das Video schaut. Ja. Wir verabschieden uns jetzt. Mein Zug kommt nämlich in 10 Minuten. Dann geht's ab, mal höher hinaus nach Schweden. Noch irgendwelche Worte, die du mitgeben möchtest? Nö. Nee, okay. Ja, Freunde, haut rein. Das haben wir eh schon den ganzen Vlog über gemacht, deswegen haut rein. Tschüss. Tschüss. Oh Gott. Mama Anker weint, Freunde. Oh. Mit dem Tuch, Alter. Tschüss. Oh Gott. Tschüss. Kleiner Outtake. Oh Gott, Leute. Oh nein. Oh ja. Mama Anker weint. Huch. Ja, Freunde. Oh. Was soll das eigentlich?